Das Steam Deck ist sehr beliebt. Überall sieht man auch den passenden Controller samt Steam Machine und Steam Deck sind in aller Munde. So groß ist die Nachfrage nach all dem, dass das alles ausverkauft ist aktuell. Doch ist das Steam Deck wirklich so genial, wie alle sagen? Oder allerseits. Ja, ich habe es getan. Ich habe mir ein Steam Deck gekauft, um zu sehen, ob es wirklich so gut ist, wie alle sagen. Nun, das Steam Deck kam im Februar 2022 auf den Markt. Für, je nachdem was einen Speicher man haben will, war es ab 419 € verfügbar mit 64 GB Speicher. Oder für mehr Geld gab es auch das Steam Deck mit 256 GB für 549 €. Oder 512 GB Speicher für 679 €. Heute gibt es auch eines mit einem OLED-Display und entweder 512 GB Speicher oder gar 1 TB Speicher, wenn man komplett ausrasten will. Ich habe hier das 512 GB Modell mit einem LCD-Display, denn das soll mir erstmal reichen, dachte ich mir. Nun, ich bin schon irgendwie ein bisschen froh, dass ich dann das Steam Deck hier mit 512 GB genommen habe. Denn ich habe gerade mal 10 Spiele draufgeladen und da sind jetzt schon 300 GB belegt. Plus ist es halt auch von Valve, dass das 512 GB Modell, was ich hier habe, auch entspiegelt ist. Also das ist so ein geätztes Glas, so wie ich es nachrecherchiert habe. Und es hat halt den Vorteil, dass ich halt, wenn ich draußen bin, nicht gleich in den Schminkspiegel schaue. Aber der Haken ist noch woanders. Das Display in dem Steam Deck hier ist ein 7 Zoll großes, 1280 x 800 Pixel großes Display mit 60 Hz. Hört sich nach HD Ready an und für 2022 veraltet, doch bei der Größe vollkommen in Ordnung. Und die Switch 1, was so in etwa der Konkurrent wäre, hat ja auch nur ein HD-Display, kein Full HD. Und die Helligkeit mit 500 Nits ist zwar mehr wie bei der Switch, aber bei Sonne einfach zu dunkel, zumindest bei meinem LCD-Modell. Das OLED-Modell des Steam Decks kann bis zu 1000 Nits, was ja fast an mein MacBook Pro rankommen würde. Immerhin kann man, wenn man das Steam Deck an einen Monitor anschließt, auch 4K herausquetschen. Hier bei Mirror's Edge habe ich tatsächlich 4K rausbekommen in einer guten Framerate. Klar, okay, das Spiel ist von 2009, aber trotzdem. Generell laufen alle Spiele, die ich in meiner Steam-Bibliothek habe, gut. Auch wenn fast alle eigentlich nicht verifiziert sind für das Steam Deck. Ja, und wir dürfen halt auch mal nicht vergessen, dass Valve das ja so gemacht hat, dass man jetzt die Steam-Spiele auch mitnehmen kann. Und hier auch mit der Architektur, mit der Zen 2 Architektur, was wir ja von der PlayStation 5 kennen, beziehungsweise auch unter den Desktop-PCs mit der Ryzen 3000 oder 4000er Serie an CPUs. Und auch die Grafikeinheit des Steam Decks ist eine RDNA 2. Etwa so eine, wie wir sie auch aus der PlayStation 5 schon kennen. Also kann man sich wirklich fragen, ob das Steam Deck nicht einfach eine PS5 ist, in portabel gemacht. Na, ganz so einfach ist das nicht. Die PS5 hat mehr Kerne sowohl für die CPU und die GPU und zumal ist die PS5 eine stationäre Konsole, wo Stromverbrauch jetzt nicht so kritisch ist wie bei einem Handheld. Denn wir dürfen mal hier nicht vergessen, dass Valve es mit möglich gemacht hat, seine Steam-Spiele mitzunehmen nach draußen. Und ich denke mal, viele von euch haben eine größere Steam-Bibliothek wie ich hier, aber eben alle PC-Spiele unterwegs zu zocken ist genial. Und hey, auf der Couch, im Bett, in der Küche, auf dem Balkon oder sonst wo, das alles ist mit möglich. Das finde ich halt eben ziemlich genial daran. Und ich bin halt eben mittlerweile ein Laptop-Mensch. Heißt also, ich bin halt nicht immer täglich am Schreibtisch. Ich tue halt den Laptop auch gerne mal abstöpseln und halt auch mal wo mit hinnehmen. Was ich mit dem Laptop machen kann, aber nicht immer so mit dem Desktop-PC. Und ja, ich weiß, ihr beschwert euch schon, dass das Ganze ja so in etwa ist wie mit der Switch von 2017. Dass es ja eben seit da auch schon geht. Nintendo hat das etabliert, das Hybrid-Konzept mit der Switch, wo jetzt alle Hersteller meinen, was Eigenes zu machen. Von Asus das Ally, Lenovo hat einen Handheld und auch MSI haben einen Handheld. Das Steam Deck wäre von den Handhelds der schwächste, ausgenommen Nintendo hier, aber Valve hat mit dem Steam Deck was anders gemacht wie der Rest. Valve hat das SteamOS wieder belebt, was auf Linux basiert und der Konsole ein Extra an Performance gibt. Andere Handhelds haben Windows 11 drauf, was, wie wir ja alle wissen, jetzt nicht bekannt ist, effizient zu laufen auf mobilen Geräten. SteamOS auf dem Steam Deck läuft flüssig, stabil und es gibt sogar einen Desktop-Modus, dass man das Steam Deck als gewöhnlichen Computer gar missbrauchen kann. Unter Arch Linux, woraus das alles basierend ist, geht im Desktop-Modus alles, was man von einem normalen PC gewohnt ist. Und durch mein letztes Video, was ich gemacht habe über Linux,
da habe ich halt für mich selber halt dann schon rausgefunden, dass es bei mir für die Basics mit Websurfen und so drum und dran schon richtig gut ist und fürs Gaming halt auch gut ist. Ja, aber das soll jetzt kein Fokus werden für dieses Video, denn so ein Steam Deck, das tut man ja jetzt nicht die ganze Zeit im Desktop-Modus betreiben, ne? Man merkt es so wirklich, dass das Steam Deck sowohl für welche ist, die einfach ein paar Spiele drauf spielen wollen und was ist für Bastler. Ernsthaft, man kann sich während des Spiels Daten anzeigen lassen, die an den Windows Task Manager erinnern und viele weitere Optionen. Und auch ist das Steam Deck laut iFixit ein sehr reparaturfreundliches Gerät mit OEM-Teilen, was super nachhaltig ist. Auch die Haptik allgemein ist wirklich gut umgesetzt von Valve. Das Steam Deck liegt super angenehm in der Hand, ist leicht und fühlt sich keinesfalls billig an. Was mir nur immer Sorgen macht bei PC-Spielen mit einem Controller zu verwenden ist, wenn eine Maus gebraucht wird oder es damit besser ist. Valve hat das Ganze gelöst, dass an beiden Seiten kleine Trackpads verbaut sind und Mauseingaben möglich machen. Oder man schließt halt eine externe Maus an, aber wann hat man denn immer eine Maus dabei? Nun, jetzt habe ich euch ja einiges random erzählt über das Steam Deck, ja. Aber jetzt kommen wir doch mal dazu, was ich von dem Ding halte. Denn das Steam Deck, das ist wirklich besser wie gedacht. Eben für welche, die halt unterwegs ihre Steam-Spiele spielen wollen, aber trotzdem einen stationären Computer da haben, ist es was. Oder wie bei mir hier mit meinem MacBook, wo man ja zwar mittlerweile ein paar Sachen drauf zocken kann, ja, ist halt Kompatibilität durch die ARM-Architektur da, aber Apple gibt mir schon Benachrichtigungen, dass x86-Apps bald nicht mehr gehen. Und das ist schade, denn die Hälfte meiner Steam-Spiele ist nicht für den Mac und die andere Hälfte, die für den Mac ist, von denen ist es fraglich, ob diese auf einem M-Serie Mac laufen. Klar, ich kann meinen Windows 11 Rechner wiederbeleben oder mir einen neuen anschaffen und dann sind die Probleme eliminiert, doch von Windows habe ich mittlerweile die Schnauze voll. Weswegen das Steam Deck eben mit SteamOS, was unter Linux läuft, das Beste für mich ist. Ich kann es überall mit hinnehmen, kann es jederzeit überall anschließen, es fühlt sich wirklich so ein wenig an wie ein guter Gaming-Computer mit Linux vorinstalliert, wo ich mich auch nicht ausgeschlossen fühle vom Hersteller. Wenn denn etwas an dem Steam Deck sein sollte, kann ich es selber reparieren. Und es haben doch ehrlich gesagt nur noch so irgendwelche Nischenhersteller von wenigen Herstellern, dass man an der Hardware selber auch was machen kann. Und Valve erlaubt es hier einen, was ich ehrlich nicht gedacht hätte. Und was ich selber auch noch nicht erlebt habe und was wohl aber von dem, was ich alles mit sehe und so drum und dran, ist ja der Support von Steam oder Valve richtig kundenorientiert, was Valve wirklich zum richtig sympathischen Unternehmen macht. Na, oder was meint ihr? Und auf jeden Fall, wenn ihr das Review sympathisch fandet, dann zeigt es mit einem Abo, einen Daumen nach oben und einen Hype für dieses Video, wenn ihr das Video geil fandet. Und ich sag mal so, ich gehe jetzt eben mal auf dem Steam Deck ein bisschen zocken hier. Oder warte, bis halt da der nächste Steam Sale kommt. Aber bis dahin sag ich mal, man sieht sich.